Tatsächlich das erste Fischlein in Norwegen. Nichts Großes, ich vermute ein Knurrhahn, ne? Oder ein Mini-Dorsch, wie so oft. Ja, erst Gegenwehr, dann wenig. Mini-Dorsch wahrscheinlich. Das hat aber jetzt bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis der erste Fisch kam, das erste Fischlein kam. Was haben wir? Ja, wie geschätzt, ein Mini-Dorsch. Genau, das ist meine Prognose. Die Dorsche werden immer kleiner leider, wie überall. Das ist hier eine halbe Portion, beziehungsweise gar keine Portion, weil der hat ja kein Maß. Und Dorsche unter 50 cm würde ich sowieso nicht mitnehmen. Na komm schon. Ja, den Schwanz hergeben. Da muss er leider wieder zurück, weil er zu klein ist. Interessante Punkte hat er hier. Ende Mai 2026 hier in Westnorwegen. Und ich wollte euch mal meine Prognose für dieses Jahr geben. Ich war im März 2 Wochen hier, habe da so ein paar Eindrücke gewonnen und habe jetzt hier 1 Stunde gefischt. Es sollten eigentlich da sein noch gut Dorsche, Pollachs sowieso, Meerforellen und vielleicht schon die ersten Makrelen, die beißen. So war es vielleicht in vielen Jahren. Aber wie schon mein längeres Video vom letzten Jahr, wo ich mich über die Beißleute beklagte, scheint sich das hier fortzusetzen. Das heißt, ich habe jetzt hier 1 Stunde gefischt, habe einen Mini-Dorsch gefangen, 2 weitere Bisse gehabt. Das war alles. Gesehen habe ich noch eine Meerforelle springen, einen Fischotter suchen und eben auch einen Schweinswal suchen. Man sieht kaum Kleinfische hier im Wasser. Ich habe eine ziemlich gute Polbrille. Recht günstig, die kann ich euch empfehlen. Den Link in der Beschreibung unter dem Video. Das Wasser ist relativ trüb. Möglicherweise ist es eben die typische Frühjahrstrübung, wenn eben so das Plankton hier reinkommt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass wir auf der anderen Seite des Fjords diese Titanmine haben und die ihren ganzen Abraum in den Fjord dumpen darf. Ja, Norwegen verkauft sich eben aus. Zurück zu den kleinen Dorschen. Ich glaube, so fing das an mit dem Anfang vom Ende in der Ostsee. Man hat kaum noch große Dorsche gefangen und viele kleine zwar, aber irgendwann ist es eben dann ganz eine Flaute und eben dann das Angelverbot. In Südnorwegen ist es ja auch soweit. Im Oslofjord darf man ja überhaupt nicht mehr angeln und weite Teile ist der Dorsch an der Südküste von Norwegen geschützt. Also setzt sich genau das hier fort. Leider, wie überall, weniger Fische. Und das ist auch meine Prognose für 2026. Es wird sehr zäh. Man muss inzwischen was richtig drauf haben, um hier einen Fisch zu fangen und, wenn ihr so wollt, eure Quote zu erfüllen, wenn ihr dann im Angelcamp angelt. Ja, leider ist es so. Noch was zu dieser Schnur. Ich fische ja diese Tsukibo. Zu dieser habe ich ja auch schon ein Video gemacht, die 131. Eine sehr gute Schnur. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Den Thunfischdrill da auf La Gomera auch mit einer PE1 gemacht. Manche berichten, die Schnur, die reißt, die Scheiße und sowas. Ist es wirklich dann immer der Fehler des anderen? Ich verkaufe vielleicht oder ich empfehle euch Mist oder so? Nee, es ist meistens nämlich was ganz anderes. Der eine, der mir dann wutentbrannt schrieb, ich würde nur eben Mist empfehlen und das taugt gar nichts, dem kann ich sagen, dein Schnurlaufröllchen ist fest. Hier das. Guck mal das nach. Da. Dieses Schnurlaufröllchen, das ist bei dir fest. Das heißt, Reibung, Peng, reißt. Oder sogar Farbabrieb und dann reißt es. Also das Ganze auseinanderschrauben, ölen und dann hält auch wieder die Schnur. Ein anderer berichtete über dauernde Schnurabrisse. Ja, dazu kann ich sagen, was ich auch in meinem E-Book beschrieben habe. Meistens ist es dann einer dieser Ringe, der kaputt ist. Der erste, zweite Rutenring. Das könnt ihr mit einem Messer testen. Ganz vorsichtig durchgehen mit der Spitze, rumfühlen und oftmals findet sich ein ganz kleiner Bruch. Und dieser Bruch, eine scharfe Kante, der bringt halt die Schnur dann tatsächlich zum Reißen. Daher auch meine Empfehlung, ölt die Rutenringe ein, also in der Fassung zu der Siliziumkarbidverbindung. Die Berufsfischer suchen und suchen. Dieses Boot da hinten, das fährt schon seit Stunden rum. An jeder Kante. Normalerweise sind die hier richtig am Abfischen, die Makrelen. Und Netze noch am Setzen, Reusen am Setzen für die Dorsche. Nichts. Das sind so meine Prognosen und Tipps für 2026. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, aber es ist wie es ist. Viel Erfolg in Norwegen.